Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch eine kleine, aber feine Yogarunde im Sitzen machen. Diese Session ist ideal für alle, die tagsüber lange sitzen und zwischendurch einfach mal einen kleinen Reset brauchen. Freut euch auf einen Refresher für Körper und Geist. Lasst uns loslegen. Und wenn du wenig Zeit hast, dann ist es auch völlig okay, wenn du nur ein paar von diesen Übungen ausführst. Jede kleine Bewegung und Achtsamkeit mit deinem Körper wird eine Veränderung bewirken. Such dir einfach aus dieser Session die Übung aus, die wirklich gut zu dir passen. Und ändere sie immer ab, wenn du merkst, dass eine so oder so nicht so gut funktioniert. Du bist da der Boss. Wir starten damit, dass wir erstmal die Augen schließen. Und kurz durchatmen. Und nochmal. Ganz bewusst den Atem etwas länger fließen lassen, vor allem die Ausatmung. Gerne durch den Mund ausatmen, aber durch die Nase ist es genauso gut. Dann beginnen wir damit, die Handflächen aneinander zu reiben. Und wenn die Handflächen schön warm geworden sind, dann nehmt sie und legt sie auf eure Augen, sodass ihr die Wärme richtig schön in euren Augen spüren könnt. Und dann lasst den Kopf einfach ein bisschen nach vorne hängen. Ihr könnt euren Kopf leicht stützen mit den Händen. Atmet weiter tief. Lasst die Wärme eure Augäpfel durchdringen und entspannen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie auch kurz nach links oder rechts rollen. Auch mal nach oben oder unten. Sehr schön. In dieser Stellung könnt ihr natürlich auch zwischendurch immer mal wieder kommen und so lange verweilen, wie eure Augen eine Pause brauchen. Dann kommt langsam wieder hoch. Dann schaut einmal nach links, einmal nach rechts, nochmal nach links, nochmal nach rechts, wieder zurück zur Mitte. Dann einmal den Kopf auf eine Seite legen, kurz halten, einatmen und wieder hoch und ausatmen auf die andere Seite. Und von hier könnt ihr beginnen, den Kopf ein bisschen zu drehen. Ganzen Nacken kreisen lassen. Auch gerne in die andere Richtung. Einfach, dass der gesamte Hals einmal mobilisiert wird. Der ist ja sonst gerne mal sehr starr, wenn man vom PC zum Beispiel lange sitzt. Dann nehmt eure Arme und bringt sie über die Seite nach oben. Wir strecken uns. Oh, nehmt eure Hand, zieht sie auf eine Seite. Nehmt die Hand, zieht sie auf die andere Seite. Oh, sehr schön. Dann könnt ihr eure Hände hinten zusammenlegen. Ein bisschen nach vorne kommen auf die Stuhlkante. Und einmal nach hinten die Hände ziehen. Ich setze mich mal seitlich hin, so. Und dann könnt ihr euch ein bisschen nach vorne beugen, wenn ihr wollt. Das muss gar nicht doll sein. Ihr könnt auch euch nach hinten strecken. Merkt, was ihr jetzt braucht, was gut ist für euch in diesem Moment. Sehr schön. Bringt die Hände wieder auseinander. Einmal die Schulter nach oben und einatmen und ausatmen. Sehr schön. Jetzt könnt ihr die Hände auf die Schultern legen, links und rechts. Und dann könnt ihr einmal die Ellenbogen kreisen lassen. Vorne zusammen und nach hinten auf. Vorne zusammen, Schulterblätter auseinander. Versucht, dass die Ellenbogen zusammenkommen. Das ist aber kein Muss. Ganz tolle Übung, um die Schultern zu mobilisieren, um Raum zu schaffen. Und auch hier die Gelenke ein bisschen zu schmieren, die ja sonst in unserer sitzenden Haltung fast manchmal ein bisschen einrosten. Und Gelenke wollen auch bewegt werden. Sehr schön. Könnt die Richtung auch ändern, wenn ihr wollt.
Super. Dann nochmal die Hände nah an den Körper, neben den Ohren, nach oben. Einatmen und dann kommt runter und legt die linke Hand aufs rechte Knie und bringt die andere Hand nach hinten. Ihr könnt euch an der Lehne festhalten. Also von der Seite sieht das so aus. Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Kopf mit nach hinten drehen. Und entweder den Arm ausstrecken oder wie gesagt, euch an der Lehne hinten einfach festhalten. So zum Beispiel. Wenn ihr so eine Lehne habt. Das ist ja auch bei jedem Stuhl unterschiedlich. Manche haben ja auch hier eine Lehne, da könnt ihr euch auch so ein bisschen dran festhalten. Wichtig ist, dass ihr euch ein bisschen aufdreht. Schön gerade bleibt dabei. Einatmen, macht den Rücken lang. Ausatmen, dreht euch noch ein bisschen auf und bringt den Kopf auch in die Drehung. Dann wieder einatmen, beide Hände nach oben und ausatmen, andere Seite. Haltet euch so fest, wie das für euch gut ist. Einatmen, macht euch lang. Ausatmen, in die Drehung. Und nochmal die Arme nach oben. Fingerspitzen spreizen. Ein bisschen schütteln vielleicht. Und nach unten bringen. Dann könnt ihr die Beine anwinkeln, wenn das geht, auf eurem Stuhl. Und einmal euch richtig schön lang ziehen. So sieht das seitlich aus. Je nachdem, wie gut das geht. Dann könnt ihr euch an der Lehne oder am Sitz festhalten und einmal die Beine nach oben bringen. Entweder lang gestreckt oder angewinkelt, um einmal die Bauchmuskeln ein bisschen zu aktivieren. Das könnt ihr auch mehrere Male machen. Die so ein bisschen hoch und runter heben oder auch so ein bisschen seitlich. Dann werden die seitlichen Bauchmuskeln aktiviert. Das ist auch schön. Das stützt auch den unteren Rücken, der ja beim Sitzen auch sehr gerne in Mitleidenschaft gezogen wird, weil er einfach zu wenig aktiviert wird. Dann könnt ihr euch auf der Sitzfläche aufstützen und tief einatmen und drückt euch mal hoch. Schafft ihr das? Und wieder runter. Das ist richtig gut für den ganzen Oberkörper. Und noch einmal aufdrücken und hoch. Ihr könnt die Beine auch ausstrecken. Und wenn das nur ganz kurz geht oder vielleicht gar nicht, ist das auch kein Problem. Alleine diese Bewegung, dass ihr euch aufstützt, richtig da reingeht und euch hochhebt, ist schon richtig toll. Dann könnt ihr noch einmal die Arme hoch machen und euch dann nach vorne fallen lassen. Und entweder ihr legt euch auf den Tisch, das ist auch immer super schön, einfach mal so eine Minute so alles entspannen. Oder ihr legt euch auf eure Beine, lasst den Oberkörper fallen, Kopf nein, Kopf ja. Tief einatmen, spürt, wie der ganze Rücken lang wird. Ausatmen, hängen lassen. Dann kommt langsam wieder nach oben. Und dann könnt ihr noch einmal das Bein zu einer Seite ausstrecken, wenn das geht. Wenn hier eine Lehne ist, dann müsst ihr das vielleicht ein bisschen nach vorne machen. Aber wichtig ist, dass ihr den Arm, der auf derselben Seite ist, richtig schön hochzieht und euch einmal lang macht. Das ist natürlich optional, aber das ist super schön, einmal die ganze Seite vom Körper zu strecken. Könnt euch abstützen auf der anderen Seite. Richtig schön dehnen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Gesicht und machen erstmal ein kleines Zitronengesicht. Als hättest du gerade in eine Zitrone gebissen. So richtig zerknautscht. Und danach öffnen wir den Mund ganz weit und atmen sehr tief und weit ein und dann aus. Und dabei strecken wir die Zunge raus und wenn du magst, kannst du auch noch die Augen an die Decke drehen. Je nachdem, wie das gerade in deinem Sitzort möglich ist. Oh, mein Mikrofon. Das darf sich ruhig ein bisschen komisch anfühlen. Einfach mal alles rauslassen. Und dann, was auch super ist, zwischendurch immer mal wieder den Mund ganz weit aufdrücken und die Zunge unten gegen die unteren Zähne pressen. Weil oft ist es ja so bei der Arbeit, dass wir nicht immer alles sagen, was wir denken. Und das kann sich tatsächlich als Verspannung im Kiefer bemerkbar machen.
Probier das gern jeden Tag ein paar Mal aus. Du wirst schnell merken, dass das einen Unterschied macht. Und das ist tatsächlich ganz schön anstrengend, aber es entspannt super diese ganze Kieferregion hier. Und jetzt einfach einmal noch ruhig mit geschlossenen Augen sitzen bleiben und einfach atmen. Spüren, was das mit euch gemacht hat. Wenn du magst, bring noch mal die Hände vor der Brust zusammen. Sprich gerne eine kleine Affirmation. Ich bin hier. Ich bin bei mir. Ich ruhe in mir. Oder das, was gerade gut für dich passt. Dann kannst du ganz sanft deine Augen wieder öffnen und wieder im Raum ankommen. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute durch diese Übung begleiten durfte. Vielleicht fühlst du dich ja auch schon ein bisschen anders als vor dieser kleinen Session. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen super schönen, ausgeglichenen und entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.